whiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland, genauer gesagt bei Johnnie Walker, genauer gesagt A Song of Ice, Blended Scotch Whisky. Limited Editions, Game of Thrones. Also, ich bin der whiskyJason, ich verkoste Whisky und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu meinem Verkostungsvideo. Wenn du zum ersten Mal dabei bist, kannst du gerne mal ein Thumbs Up, also einen Daumen nach oben, denn das ist Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ich bin gebürtiger Amerikaner, lebe, wohne und genieße mein Leben hier in Deutschland seit über gut 30 Jahren. Ich verkoste schon Whisky. Seit fast 3 Jahren jeden Tag kommt ein Verkostungsvideo, beziehungsweise seit gut 2 Jahren gibt es jeden Sonntagabend um 21 Uhr einen Livestream mit irgendeinem Gast. So, Johnnie Walker ist natürlich ein Big Boy, also Major Player, ein ganz großes Weltkonzern, was es jetzt hier angeht mit Spirituosen, der weltweite Führung hat diese Firma und die haben eine Kooperation gemacht mit HBO. HBO ist natürlich in den Vereinigten Staaten Home Box Office, so hieß es früher in den 80er Jahren, als ich noch Kind war. Und die haben da diese wunderbare Sache mit Game of Thrones rausgebracht. Zuerst gab es 9 verschiedene Abfüllungen mit jedem Haus und so weiter, mit Oben und so weiter. Da war eine ganz gute Sache. Dann gab es auch dieses Eis, ja, an den man einen Kühlschrank reintun könnte. Und jetzt gibt es tatsächlich die 2 Abfüllungen, die wir hier verkosten können und verkosten werden. Wir haben The Song of Fire, also The Mother of Dragons gewidmet, und wir haben jetzt hier The House of Stark mit den Wölfen. Ich bin nicht jetzt hier, um tatsächlich über Game of Thrones zu reden. Wenn du hier bist, um mehr über Game of Thrones zu erfahren, stopp, such euch ein neues Video. Ich bin hier über Whisky zu reden, ja, also das ist mein Job, das ist, was ich hier tue, das, was ich auch gerne mache. Eine tolle Flaschendesign, wenn man alle 4 hätte, könnte man tatsächlich diesen Wolf hier tatsächlich haben, nebeneinander aufbauen, aber ich finde auch, das ist schön beschichtet, hat ein gutes Gefühl, eine super tolle Sache. Ich werde es vergleichen. Das ist das, was ich in meinen Videos immer wieder tue. Ich gebe euch einfach einen Vergleich an, damit ihr wisst, was denn da möglich wäre für einen ähnlichen Preis oder wie auch immer. Kostet 29,90 €, also 30 € im Versandhandel. Diese A Song of Ice. Und der Hauptträger von dieser Whisky ist eine Clynelish. Ich habe nämlich eine mit 14 Jahren. 14 Jahren ist schon ein ordentlicher Alter. Jetzt hier bei Whisky, alles über 12, da ist schon, wo man denkt, wow, das ist sehr, sehr gut. Diese Whisky hier kostet insgesamt 8 € mehr. Man kriegt den für 38 € und den kriegt man für 30 €, also 8 € mehr für einen Single Malt. Und nun muss ich ein bisschen was erklären. Was heißt Single Malt und was heißt hier ein Blended Scotch Whisky? Scotch, erst einmal, heißt in Schottland hergestellt. Es kann niemals in den Vereinigten Staaten ein amerikanisches Scotch geben. Geht nicht, denn er muss aus Schottland kommen. Genauso wenig kann es eine schottische Bourbon geben, denn Bourbon muss auch immer in den Vereinigten Staaten hergestellt werden. Whisky heißt eine Distillat, also man nimmt tatsächlich Getreide, man lässt Hefe da reinkommen, man fermentiert etwas und dann muss man es distillieren, das heißt dann, man kocht das auf und der Dampf von der Alkohol geht hoch, man kondensiert das und dann daraus wird es hier gemacht. Nun, es gibt 2 große Prozesse, um tatsächlich Whisky herzustellen. Es gibt sogenannte Pot Stills. Denk an einen großen Topf zu Hause. Einen großen Topf zu Hause, das ist aus Kupfer. Und da kommt die ganze Sache da drin, diese Flüssigkeit. Dann wird das erhitzt von unten, hauptsächlich mit Erdgas. Und dann oben geht es hoch und dann wird es dann distilliert. Wird der Alkohol rausgekocht. Und meistens in Schottland macht man das 2-mal, in Irland häufig 3-mal. Also Pot Still. So, die zweite Sache ist, man muss sich ein bisschen wie eine Kaffeemaschine vorstellen. Die Kaffeemaschine da unten kocht das und es läuft durch. Und das gleiche passiert auch bei Grain Whiskys. Bei Scotch muss man 100%ige gemälzte Gerste nehmen und bei Grain Whiskys kann man was auch immer nehmen, was am billigsten ist. Mais, Weizen, Roggen oder auch Gerste, wenn man möchte.
Und das ist eine kontinuierliche Destillierungsprozess. Hat Herr Coffey damals denn da hergestellt. Der war eigentlich, kam aus Irland. Die Iren wollten das nicht haben, weil die dachten, das wäre Fusch. Und die Schotten dachten, wir können Geld sparen. Und was man tut, ist, man nimmt diesen billigen Whisky, ein Grain Whisky, vielleicht 70, 80 bis zu ein bisschen mehr. Und dann tut man den Rest von Single Malt dazu, man blendet, man vermischt das, man vermehlt das. Und dadurch hat man einen netten Geschmack, aber bei einem billigen Produkt. Was man kann, ist zu sagen, hey, ich tue einfach mal vom ein einzige Distillerie, Single Malt, Single heißt eine einzige Distillerie, und dann in diesem Fall Clynelish. Und Clynelish ist eine Distillerie ganz oben im Norden, dann da in Schottland, wo es ein bisschen kälter ist. Und dann dort füllt man einfach das in Fass ab. Man wartet 14 Jahre alt. Man füllt vielleicht 100 Fässern auf einen Tag ab oder eine Woche. Man wartet 14 Jahre, dann entleert man diese Fässern und man füllt es dann dort in diese Flaschen ab. Eine 14 Jahre alte Single Malt ist schon eine sehr, sehr gute Whisky, egal wo man da zugreift. 8 Euro mehr für ein Qualitätsprodukt, 30 Euro für viel Werbung und ein bisschen Image dazu. Lass uns sehen, vielleicht ist es gut. Ich habe es selbst noch nie gehabt. Oh ja, das ist viel, viel, viel Grain da drin und ich erzähle gleich warum. Eine meiner Lieblingsdistillerien übrigens. Okay, Grain. Grain Whisky ist jung meistens, ja. Also der Grain hier kam von der Cameronbridge Distillerie. Und da ist Cardhu da drin, also ist auch eine andere Distillerie. Und das ist Knockando auch da drin. Also da sind 4 verschiedene Distillerien, die zusammenkamen, um dieses Produkt hier zu ermöglichen. Diageo, denen gehört alle 4 Distillerien, deshalb können sie einfach von deren Lagerhäuser das nehmen, was sie wollen, blenden das, machen ein tolles Label, Etikett darauf und verkaufen das. Und der ist ein interessanter Whisky. 40,2%. Um Whisky genannt zu sein, muss man mindestens 40% Alkohol bei Volumen haben. Also alles unter 40, sag mal 38%, das wäre ein Likör. Ja, aber Whisky muss 40%. Ich kann nach oben gehen, auf 60, bis hin in Amerika sogar manchmal bis zu 70%, aber naja, 40,2% ist schon das beinahe Minimum, was man da haben kann. Und als guter Whisky-Trinker ist das so, dass es nicht für Shots gedacht, das ist dazu zum Genießen. Das heißt, man riecht, der linke Nasenloch ist ein bisschen anders als der rechte Nasenloch. Also zum Beispiel, ich habe gerade viel, viel mehr Zitrone rechts bekommen und ein bisschen Malz eher links. Das ist echt richtig schön. Allerdings, wenn ich das einfach vergleichen darf, ist das hier ein bisschen wie Musik oder ein kleines bisschen wie ein Ton. Also diese Sache ist schon eine Sopranstimme. Der singt hier ganz hoch. Und diese Sache hier ist eher ein Bariton. Boah, also so viel mehr Hall, so viel mehr Volumen, so viel mehr Komplexität. Man könnte denken, ein Blend hätte mehr Komplexität, weil halt eben 4 verschiedene Whiskys kommen zusammen. Aber das Problem ist, es gibt immer wieder einfach mal einen Hauptanteil und das ist der Grain. Und die anderen sind ein bisschen träger, die helfen ein bisschen. Hier hat man einfach durch der Distillat, durch die Zeit in fast 14 Jahren, auf keinen Fall ist irgendetwas davon 14 Jahren da ein Fass gewesen, hat man hier tatsächlich einfach mal mehr. So, probieren wir mal. Leicht. Tut keinen weh. Am Ende ist diese Vanillenote, da durchkommt. Das ist häufig auch dieser Grain-Moment. Ein bisschen Holz ist dabei, ein bisschen Holzwürze, eine schöne Note übrigens. Und ein bisschen kommt dieser Malz durch. Das wurde dann aus Mais, Weizen, Gerste wahrscheinlich hergestellt. Und da ist eine schöne, tragende Note dann da, der einfach mitschwingt die ganze Zeit. Für die, die es nicht gewohnt sind, also 40% kann manchmal stark sein. Und dann kann man tatsächlich ein kleines bisschen Wasser hinzutun. Also es gibt 2 Arten, Wasser reinzutun. Man kann entweder erstmal 3 Tropfen reintun und dann wird der Alkohol da drin ist ein bisschen aufgelöst und da entfalten sich dann tatsächlich ein bisschen mehr Aromastoffe, aber man hat den noch nicht richtig verdünnt.
Oder man kann die verdünnen, also Teelöffelweise da rein. Dann bringt ihr 40% auf 35, 30, bis man das gerne hat. Also die Whisky-Verkoster, die richtigen Profis, häufig verkosten sie bei 25 bis 30%. Da kommen die am meisten die Aromen da durch. Ja? Also von daher, es muss nicht immer 40 oder noch mehr sein. Nice, süß ist okay. Ja? Also nichts dagegen. 30 Euro persönlich finde ich fast 20 Euro zu viel. Aber vielleicht ist es genau richtig, denn HBO nimmt wahrscheinlich 10 Euro Lizenzgebühr pro Flasche oder wahrscheinlich 6 bis 8 Euro. Also von daher ist das genau die richtige Preislage. Hier gibt es keine Werbung, du wirst noch nie irgendeine Werbung dafür für Clynelish 14 Jahre sehen. Das ist einfach, als Whisky-Kenner weiß man, dass es den gibt und man landet irgendwo da und denkt, der ist sehr, sehr, sehr gut. Aber der wird nicht gepusht, ja. Der wird einfach mal weiter produziert, Jahr für Jahr. Und die es mögen, das Schöne da drin ist, es hat ein wachsiger Bienenwachs-Moment. Und der ist so einzigartig schön, ja. Mm. 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 Wow, komplex. Also so viel mehr Aroma, so viel mehr Geschmack, so viel mehr Erlebnis. Und das für 8 Euro mehr, Leute. Also es gibt zwei Probleme. Erstens, den werdet ihr wahrscheinlich in jedem Supermarkt finden. Diese hier nicht. Diesen hier wirst du tatsächlich irgendwo online gehen, musst du in irgendeinen Fachhandel vor Ort hingehen und sagen, Mensch, diese komische WhiskyJason hat gesagt, ich soll dieses, was ich nicht aussprechen, Clynelish 14, ja? Und die werden schon wissen, was sie haben wollten. Die werden sagen, oh, ein Moment, bumm. Und da könnt ihr gerne das haben. Auch tolles Geschenk, muss ich ganz ehrlich sagen. 38 Euro kriegt man den häufig. Plus, minus 2, 3 Euro, je nachdem, wo man da ist. Gut, gehen wir wieder zurück hier, denn es geht eigentlich um ein Song of Ice. Ich werde kein Lied spielen, ich kriege Probleme mit GEMA und so weiter. Das hier ist 46%, das ist 40,2%. Und das erste, was mir wieder auffällt, ist, wie wässrig der ist, wie schwach der ist, wie dünn der ist. Das ist ein bisschen dickflüssiger, hat mehr Qualität, das hat diese wachsige Moment. Das ist eine richtig tolle Whisky, auch wird fast jeder Whisky-Nerd auch erzählen. Also kann man nichts verkehrt damit machen. Kann man damit was verkehrt machen? Wahrscheinlich nicht. Bring das zu einem Party und sag, hier ist das. Der ist nicht rauchig. 30 Euro, okay. Toller Flaschendesign, ein guter, leichter Whisky, kann man mixen damit, kann man einfach ein paar Eiswürfel reinhauen, wenn man möchte. Der ist kälteverträgt, das heißt, wenn man einen Eiswürfel reintut, dann wird er hier nicht milchig werden. Er trübt nicht. Der könnte möglicherweise ein bisschen eintrüben, wenn man Eiswürfel reintut. Der ist zwar 36%, aber der wurde nicht kälteverträgt. Und deshalb ist da immer noch diese ganze Estern, die ganze Öle noch da drin. Und das gibt diesen Geschmack einfach ein bisschen mehr Umf, ein bisschen mehr Momente. So, WhiskyJason hier. Ich bewerte meine Whiskys. Ich bin Englisch-Dozent und deshalb mache ich auch Schulnoten. Also das ist für mich eher ein 2+ und das ist eher für mich eine 3 bis 3-. Ja, sagen wir eher 3-, ja. Das ist eine ganz ehrliche Sache. Preis-Leistung, ich würde den echt tatsächlich ein 4 geben. Ich finde den echt zu teuer. Ich weiß, HBO nimmt diese Lizenzgebühren, aber also diese Whisky bei 24,90 Euro wäre 22 Euro wäre top, 24 Euro wäre Schmerzgrenze, 29,90 Euro sage ich mal, muss nicht sein. Nicht für das, was man hier kriegt. So, WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Meine Frage des Tages ist, welche Whiskys kennt ihr, die tatsächlich irgendeinen Bezug zu einer Fernsehsendung habt? Ihr könnt denken vielleicht an eine Johnnie Walker oder eine, was war das nochmal mit unserer wunderbaren Freund hier von, wow.
Sean Connery, würde ich sagen hier. Ja, 007, James Bond. James Bond hat neulich, glaube ich, eine 50 Jahre alte Macallan gehabt. In Glas, die Flasche kostet, ich glaube, 70.000, 80.000. Also Macallan hat einen Bezug zu einer Fernseh- oder TV-Serie oder eine Kinosache. Welche Whiskys kennt ihr, wo irgendetwas mit Whisky und Fernsehen, Schrägstrich Kino in Verbindung kommt? Hier haben wir einfach eindeutig, ja, HBO, Game of Thrones. Liken, abonnieren, auf meine Sample-Liste unten schauen, da ist ein PDF da drin, könnt ihr schauen, da sind 300 offene Flaschen, könnt ihr gerne bestellen bei mir, ich schicke euch dann einfach mal Samples hin, die sehen ungefähr so aus, 5cl oder 10cl und dann kommt in einen Maxi-Brief oder ein DHL-Paket und dann gibt es PayPal die Möglichkeit zu bezahlen und das funktioniert hervorragend. Besser als dann einfach mal eine ganze Flasche zu kaufen und nicht zu wissen, ob es schmeckt oder nicht. Erstmal ein Sample holen, also eine Probefläche und dann kann man nachher sagen, dann kaufe ich mir die große Flasche. Auch da gibt es die Möglichkeit unten bei einer WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe dabei zu sein. 100 plus Leute sind schon drin. Ein paar Mal die Woche stelle ich eine Flasche drin, zum Beispiel hier. Und dann wird einfach versampelt. Das heißt, die ersten 10, 14 Leute, die einfach sich melden, kriegen jeweils 5 oder 10 CL davon, mussten dafür natürlich bezahlen. Und dann ist es so, dass das dann verschickt wird mit der Zeit. Super, whiskyJason, ich bedanke mich ganz herzlich. Wir sehen uns jeden Tag um 17.30 Uhr. Täglich gibt es hier eine Verkostungsvideos. Und am Sonntagabend, wie schon erwähnt, um 21 Uhr mit einem Gast ein Livestream, wo ihr mitchatten, wo ihr Fragen stellen könnt, wo ihr einfach mal ein bisschen interagieren könnt mit mir und mit meinem Gast. Immer jemand anders. Vielen, vielen Dank. Bis morgen. Bye, bye.